Hi Leute, ich bin Marius und heiße euch willkommen auf Sugarlandia, einer Insel, die einzigartiger nicht sein könnte. Bezaubernde Naturkulissen, bunte Gestalten und das alles am Fuße eines großen Vulkans. Doch die Insel hat noch viel mehr zu bieten. Eine Legende besagt sogar, dass sich hier ein großer Schatz versteckt. Viele haben versucht, diesen Schatz zu finden, aber alle sind gescheitert. Eines Tages, so sagt man, werden zwei tapfere Abenteurer wie Vögel aus der Luft landen. Und wenn sie beweisen, dass sie des Schatzes wirklich würdig sind, sollen sie reich belohnt werden. Oh, aber was ist das denn für ein Lärm aus dem Urwald? Also, das sehe ich mir jetzt mal genauer an. Seid gegrüßt, Abenteurer. Hallo. Endlich seid ihr da. Viele, viele Jahre warte ich schon auf euch. Fragt euch vielleicht warum. Das werde ich euch erklären. Es gibt auf der Insel Sugarlandia, in dieser mystischen Dschungelwelt, eine uralte Prophezeiung, die besagt, dass irgendwann zwei Abenteurer, mutige Männer auf diese Insel kommen werden und mir dabei helfen werden, den Schatz von Sugarlandia zu bergen. Da ihr jetzt schon hier seid, gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr diese beiden Abenteurer seid. Ihr werdet heute mit mir ein Abenteuer bestehen, was ihr so noch nie erlebt habt. Aber genug erstmal davon und genug von mir. Erzählt mir doch erstmal, wer seid ihr eigentlich und warum seid ihr auf meine Insel gekommen? Erzähl mir doch mal, wer bist du eigentlich? Hey, ich bin Andreas Andokopoulos aus dem Gorbit, aus Berlin. Und ich will den Schatz finden. Aus Berlin? Und wer bist du, mein Lieber? Hi, ich begrüße dich. Ich bin Tarek aus dem Provokateur, auch aus Berlin. Beide aus Berlin, das trifft sich doch super. Dann erzählt mir doch mal, bevor ich euch mitnehme auf die Reise, was macht euch denn eigentlich zu richtigen Abenteurern? Ja, wir sind die Milk Punch Boys, wie du wissen magst. Was sind denn die Milk Punch Boys? Wir machen die krassesten geklärten Drinks. Drinks? Geklärten, ja. Das ist ein super Stichwort, weil hier auf der Insel von Sugarlandia lieben wir Drinks mit Rum. Ich würde nur gerne noch von euch wissen, was ist denn so ein Abenteuer, was ihr mal an euren Bars in Berlin erlebt habt? Was prädestiniert euch dafür, mit mir auf diese Reise zu gehen? Mein größtes Abenteuer war eine Gastschicht, als ich über die 7 Weltmeere fahren musste und dort auf mehreren Abenteurern getroffen bin, die mir eine Karte hinterlassen haben und ich einen Schatz suchen musste. Ich sehe, du bist also schon viel rumgekommen. Ich habe die Reise vorher abgebrochen. Du hast die Reise vorher abgebrochen? Dann hoffen wir, dass das heute nicht passieren wird. Eine Meerjungfrau gefunden. Eine Meerjungfrau und die 7 Weltmeere. Ich glaube, ich habe die 2 richtigen gefunden. Sollten wir diesen Schatz heute finden und alle Aufgaben des Dschungels bestehen, erzählt mir doch mal, welchen Drink mit Rum würdet ihr denn als Siegerdrink genießen? Einen geklärten Mai Tai. Einen geklärten Mai Tai, da musst du mir später aber mehr drüber erzählen. Und was darf es bei dir sein? Natürlich auch was Geklärtes, und zwar ein Daiquiri. Das macht euch, glaube ich, auch zu den Milk Punch Boys. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht weiter und gucken mal, ob wir die ersten Prüfungen vielleicht gemeinsam bestehen können. Folgt mir doch einfach mal. Oh. Das war ein beschwerlicher Weg, aber ich darf euch zu eurer ersten offiziellen Prüfung im Dschungel willkommen heißen. Laut Überlieferung spielen wir in diesen Dschungelprüfungen um eine magische Flüssigkeit, hergestellt aus dem besten Zuckerrohr, das diese Insel zu bieten hat. In diesem Spiel geht es darum, dass die Musik auf der Insel Sugarlandia immer schon eine wirklich wichtige Rolle gespielt hat und eigentlich für die Bewohner von Sugarlandia zum Leben fest dazugehört. Deswegen haben die Ahnen euch einige ihrer Lieblingssongs herausgesucht, die ihr am besten schnell richtig erraten müsst. Das heißt, gleich werdet ihr Songs hören und ich brauche von euch einmal den Buzzer, Titel und Interpret. Wir spielen, bis 7 Songs erraten wurde und für jeden richtig erratenen Song wird euer Anteil an der magischen Flüssigkeit natürlich größer. In diesem Spiel tretet ihr gegeneinander an. Und ich würde sagen, wir hören mal, ob die Ahnen uns vielleicht schon mal einen Song einspielen können. Viel Glück, ihr beiden. Kennen tun wir es alle. Andi auch schon auf den einen oder anderen Dancefloor gewesen zu dem Song. Ich zähle runter. 4, 3, 2, 1. Kevin Little, Turn Me On. Kevin Little ist nicht los. Ihr müsst euch erstmal ein bisschen warm machen. Tarek Andokopoulos. Sean Paul, give it to me. Nicht ganz richtig. Tarek, ich gebe dir die Chance, den Punkt zu klauen. Jean-Paul war richtig, so viel kann ich sagen.
Okay, Jean-Paul. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Wir haben hier im Dschungel ja eine relativ hohe Temperatur. Hot Temperatur. Temperature. Das ist vollkommen richtig, Jean-Paul, mit Temperature. Nein, da muss ich Andi Skeptik recht geben. Der Punkt geht leider ins Leere. Schauen wir doch mal, ob ihr den nächsten Song vielleicht erratet. Ricky Martin. Ricky Martin. Viva Loca oder sowas. Maria. Viva Loca. Nee. Der Punkt geht an Andi. Livina wieder locker. Maria, war bei beiden nicht komplett richtig, aber der Punkt geht an dich. 1:0 auf Andis Seite. 1000 Millionen Mal gehört, aber. Alissa Grande, Turn Me On. Also das... Oder Rihanna, keine Ahnung. Eine von denen. Ich weiß es nicht, bin ich raus. Dollar Bills, Ariana Grande war es auch nicht. Keine Ahnung. Irgend so eine... Vielleicht eher in Jahrzehnten, die vor den 2000ern lagen. Schauen wir doch mal, ob die Ahnen ein bisschen was Älteres haben. Gucken wir doch einfach mal. Die alten Leute was? Yo, man. Yo. Open up, man. What do you want, man? My girl just caught me. Da haben wir doch alle zu gegroovt. I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. Ich sag, ihr kommt drauf. Bin ich mir ganz sicher. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this. Shandy oder sowas? Oder Shiggy oder was auch immer? Shaggy? Mit? Girl Next Door, oder? It wasn't me. Der Punkt geht an Tarek. 1:1. Shiggy. Von Pokémon. Ach, verdammt. Coco Jumbo von Ich weiß. Mr. President. Mr. President. Ach so, ja, okay. Pass auf, wisst ihr was? Den Punkt teilt euch einfach. Es steht 2:2. 3 offene Punkte sind noch da. Aber Dancing Queen. Vollkommen richtig. 3:2. Sehr gut, der ging ganz schnell. Der war da nicht geboren. 3:3. Es bleibt spannend. Das heißt, Matchball für beide. Der letzte Punkt entscheidet. Kings of Leon, Sex on Fire. Vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch, Tarek. Der Anteil am Schatz wird für dich bei diesem Spiel etwas größer ausfallen. Aber Andi, natürlich haben wir noch einige Challenges hier in diesem Urwald zu bestehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns diese Challenges mal gemeinsam an. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht mit euch. Kommt doch einfach mal mit. Puh. So langsam, muss ich sagen, schlägt mir die Reise durch den Dschungel doch schon auf die Beine. Aber zum Glück sind wir ja jetzt angekommen. Deswegen kann ich zu euch sagen, herzlich willkommen zu unserer zweiten Dschungel-Challenge. Und ich glaube, ihr seid dieser Challenge wirklich gut gewachsen. Es geht darum, dass nicht nur die Musik wie vorhin, sondern auch der Geschmack von gutem Essen und natürlich in Sugarlandia auch guter Rum immer schon eine essentielle Rolle in der Kultur und im Leben unserer Inselbewohner gespielt hat. Deswegen haben wir uns für diese Challenge überlegt, dass ihr ein paar der Lieblingsdrinks unserer Inselbewohner in ihren einzelnen Zutaten erkennen müsst. Ihr könnt sie erriechen, erschmecken und ertasten. Das heißt, ich lege euch mehrere Komponenten eines Drinks vor die Nase. Ihr habt natürlich die Augen verbunden. Und ihr müsst mir einfach Antworten geben, was ihr meint, was sich in diesem Drink befindet. Ihr tretet in diesem Spiel wieder gegeneinander an. Und deswegen würde ich sagen, Tarek fängt an. Und Andi, dich würde ich einmal bitten, dich auf diesen tollen Stuhl dort hinten zu setzen. Und nichts zu sagen, ja? Nichts zu sagen, nichts zu sehen und nichts zu hören. Ich komme einmal ganz kurz mit dir mit. Damit du auch wirklich nicht sehen kannst, haben die Eingeborenen eine echte Mascara-Maske für dich entwickelt. Mascara ist ein Karneval auf den Philippinen, der auch auf der Insel Sugarlandia immer gefeiert wird. Und damit du auch nicht hörst, was Tarek sagt, bekommst du natürlich auch noch ein bisschen philippinische Musik auf die Ohren. Bist du bereit? Er hört nichts. Dann würde ich sagen, Tarek, du kommst einmal mit mir zur sogenannten Tasting-Station. Und wenn ich dich bitten dürfte, das ist auch für dich als gestandener Barkeeper aus
einer der besten Bars Deutschland, nicht ganz so einfach wird, möchte ich dich bitten, dir einmal die Augen zu verbinden. Und du nennst mir einfach, ich führe dich ein bisschen, ich führe auch deine Hände. Du nennst mir einfach die Zutat, die dir in den Kopf kommt. Und ich sag dir immer dazu, ob du sie ertasten, erschmecken oder erriechen sollst. Ich bin mir, wie gesagt, bei euch beiden komplett sicher, dass ihr unsere Lieblingsdrinks aus Sugarlandia genauso schnell erkennt. Das nehme ich dir einmal ab. Ich mache mal den Test, ob du noch etwas siehst. Anscheinend nicht. Dann einmal deine Hand heben. So, mein Lieber. Dann wäre ich jetzt auch bereit, dir die erste Zutat in die Hand zu geben. Diese Zutat darfst du erschmecken und erriechen. Falls du Tipps brauchst, stehe ich natürlich direkt neben dir. Ich würde sagen, das ist Rum. Sind wir schon mal in der richtigen Richtung? Das könnte philippinischer Rum sein. Sind wir wahrscheinlich auch. Don Papa? Darf ich dich vielleicht noch fragen, welcher Don Papa das ist? Ob der klassische oder... Genau. Der klassische Don Papa. Schreibe ich so auf. Dann nehme ich dir die schon mal wieder ab, die Zutat. Die nächste Zutat, mein Lieber, darfst du nur erriechen. Du kannst sie, wenn du möchtest, auch erschmecken, würde ich dir aber leider nicht empfehlen. Ich öffne den Deckel und dann halt doch mal deine Nase an diese Zutat. Nelken? Ich sehe, wir haben hier jemanden vom Fach. Die Antwort kam schnell. Ob sie richtig ist, das werden wir später sehen. Ich schreibe es aber für dich so auf. Nelken. Ich hoffe mal, dass Andi hinten, die Maske steht ihm wirklich gut. Du siehst ja nichts, ich kann es dir aber sagen. Ich hoffe, dass er immer noch nichts hört. Und drück dir die nächste Zutat in die Hand. Diese Zutat darfst du nur erschmecken. Erschmecken. Da habe ich aber eine Nase im Glas gesehen. Aber probiere ruhig. Ach so, ja so. Da müssten viele Assoziationen kommen. Müsste Limettensaft sein. Schreibe ich so auf. Oder was? Wenn du dich noch mal korrigieren willst, hast du jetzt noch die Möglichkeit. Ich glaube, ich würde... Ja. Es ist voll schwer, wenn du nicht siehst, zwischen Limette und Zitrone Selbstverständlich. Deswegen haben wir dieses Rätsel für euch ja auch auserwählt. Von den vielen Dschungel-Challenges. Man soll ja eigentlich bei der ersten Meinung bleiben, deswegen bleibe ich, glaube ich, bei Limette. Du bleibst bei Limette. Antwort wird notiert. Dann darfst du die nächste Zutat nur erriechen. Genau, greif zu. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass du schnell drauf kommst. Als gestandener Bartender hat man diesen Geruch hunderte Mal in der Nase gehabt. Orgeat. Orgeat, notiere ich so. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen und nicht direkt von der Bar kommen, Orgeat ist eine Art Mandelsirup. Und die letzte Zutat für deinen Drink darfst du nur ertasten. Ich gebe dir eine kleine Tasse in die Hand und du darfst die Zutat aus der Tasse rausnehmen. Auch hier vertraue ich auf dein Fachwissen als Barkeeper. Das sollte Minze sein. Notiere ich so und dann werden wir gleich sehen, ob du recht hattest oder nicht. Damit es fair bleibt, würde ich dich einmal bitten, aus unserem kleinen Dschungelbereich, den abgetrennten, rauszugehen, damit ich mir gleich den Andi rüberholen kann. Ja. Ich nehme dich einfach mal bei der Hand und drehe dich um, damit du die Zutaten nicht siehst und nehme dir deine Maske ab. Ach so, okay. So, bitteschön. So, nicht erschrecken. Lieber Andi, der Tarek ist sozusagen mit seiner Aufgabe fertig. Das heißt, wir wechseln jetzt einmal die Position. Dich möchte ich bitten, direkt diese blickdichte Maske aufzusetzen. Und ich führe dich mit der Hand dann zu deiner Aufgabe. Ich kann nur so viel sagen.
Tarek war nicht schlecht. Bitte. Bitte. Dann geh einen Schritt nach vorne, genau. Wir tauschen. Dir gebe ich schon mal die Maske. Perfekt, dann setz dich einmal hin. Und auch für dich gibt es natürlich Was auf die Ohren. waschechte Inselmusik. Andi, dann nehme ich dich einmal mit zu deiner Challenge. Komm mal mit, mein Junge. So, hier darfst du jetzt einfach erstmal stehen bleiben. Und ich reiche dir Zutat für Zutat an und sag dir dazu, ob du sie erschmecken, erriechen oder ertasten sollst. Okay. Dann darfst du die erste Zutat erschmecken und erriechen. Ich drücke sie dir in deine Hand. Hast du's? Ja. Sehr gut. Erschmecken und erriechen. Ich gehe davon aus, dass das Rum ist. Das klingt doch schon mal, glaube ich, ganz gut. Ist ein Rum mit einem super sexy BA. Das hört man natürlich immer ganz gerne. Erzähl weiter. Also ich meinte nicht Don Papa, nicht Spaß. Okay. Doch, ist Don Papa. Du willst auch wissen, welcher Don Papa? Ich würde gerne wissen, welcher Don Papa das ist. Würde man sagen, 7 oder 10? Leg dich fest. Ich nehme es dir ab. 10. Nee, Don- 7. 7. Alles klar. Werde ich notieren. Die zweite Zutat darfst du nur erriechen. Ich reiche sie dir wieder rüber. Bitte schön, mein Lieber. Also riechen nur, ja? Nur riechen. Du kannst sie auch gerne schmecken, habe ich Tarek auch gesagt. Ich glaube aber nicht, dass du das möchtest. Nee. Das riecht nach Weihnachtsmarkt, ist Nelke. Da bist du dir sicher? Okay. Nelke werde ich so aufschreiben. Nehme ich dir wieder ab. Ich habe gerade schon mal gesagt, ich war mir bei euch beiden sicher, dass ihr relativ gut bei diesem Spiel abschneidet. Also bei mir Bei dir so oder so. Die Leute, die dich kennen, die wissen, dass du wirklich olfaktorisch eine Eins Als bist. mich kannte, wusste gar nicht, was eine Nelke ist. Du darfst diese Zutat, ich drücke sie dir in die Hand, erschmecken bitte. Das ist sauer. Tareks Angstschweiß? Nee. Tareks Angstschweiß, das ist, Nee, das ist Limette. das ist Limette. Da bist du dir wirklich sicher. Es gibt ja auch noch andere Zitrusfrüchte. Das ist Limette. Das ist auf jeden Fall Limette. Das ging schnell, das ging auf jeden Fall, kann ich dir so viel auch schon mal verraten. Viel schneller als bei Tarek. Der hat ungefähr 5 Minuten gebraucht, deswegen hast du auch so lange Musik gehört. Da war ein guter Song. Ich notiere Limette und gebe dir die nächste Zutat. Diese Zutat darfst du nur erriechen. Bitte schön, mein Lieber. Nur riechen, ja? Nur riechen. Das ist Mandel oder Orgeat. Wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Orgeat ist ein französischer Mandellikör. Sirup. Hier haben wir wirklich Profis am Start. Man sieht es, ob das Ich richtig erkläre ist. dir das gern. Ob das richtig ist, werden wir aber auch erst später sehen. Vielleicht liegst du auch komplett daneben. Das wissen wir ja noch nicht. Orgeat werde ich so notieren. Kannst du mir das vielleicht kurz buchstabieren? O-R-G-E-A-T. Vollkommen richtig. Dankeschön. Die letzte Zutat für deinen Drink darfst du wirklich nur ertasten. Das heißt, ich gebe dir dieses kleine Schälchen und du fühlst mal, was drin sein könnte. Ich gehe davon aus, es ist Minze. Du gehst davon aus, oder das ist deine Antwort? Ist Minze. Dann notiere ich für dich Minze. Nimm dir dein Schälchen wieder ab. Notiere das Ganze. Und ob es richtig ist, was ihr beiden gesagt habt, das werden wir gleich zusammen herausfinden. Weil ich einfach mal denke, am einfachsten ist es doch, wenn ich euch den Drink mixe. Da freue ich mich schon richtig drauf. Sehr schön. Die Drinks, die die Abenteurer in der Dschungel-Challenge erschmecken, ertasten und erriechen mussten, sind nicht nur die Lieblingsdrinks unserer Inselbewohner, sondern auch in unserem Abenteuer-Stream die Drinks of the Week. Und den ersten Drink of the Week zeige ich euch jetzt einfach mal, wie man den zu Hause nachmacht, was für Zutaten reinkommt. Und dabei können wir auch einfach mal schauen, ob die Jungs mit ihren Rateeinheiten richtig lagen und die richtigen Zutaten erkannt haben. Der erste Drink, den wir zusammen mixen und den die Jungs in Einzelteilen erraten müssten, ist der Spice Thai. Ein Twist auf einen klassischen Mai Tai, das heißt ein bisschen würziger, ein bisschen tiefer und ein bisschen voller. Dafür brauchen wir einen Cocktailshaker. Ihr könnt zu Hause natürlich auch eine Fitnessflasche oder ähnliches nehmen. Alles, womit ihr einen Cocktail schütteln oder shaken könnt. Und wir fangen natürlich an mit unserer Hauptzutat, und zwar Don Papa 7. Schauen wir doch mal.
haben beide von euch erkannt. Das heißt, ein Punkt für jeden von euch. Und zwar brauchen wir davon 5 CL. Und dann ging es bei euch weiter mit Nelke. Ich kann euch so viel verraten, dass auch diese Antwort richtig war. Und zwar nehme ich 0,5 CL Pimento Drum. Pimento Drum, für diejenigen, die es nicht kennen, ist eine Art Piment-, Gewürz- und Nelkenlikör, der oft auch in karibischen oder in tropischen Cocktails vorkommt. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Geschmack, ein bisschen mehr Würze. Habe ich dir auch vor kurzem erst erklärt, oder? Hast du mir vor kurzem noch erklärt und deswegen habe ich gedacht, teste ich dich doch mal und baue das einfach mal in ein Rezept ein. Das heißt, mit Nelke habt ihr auf jeden Fall sofort den nächsten Punkt. Dann steht bei euch Limette. Liegt ihr schon wieder richtig. Das heißt, auch die Säurebasis habt ihr richtig erkannt. Wir brauchen nämlich 3 CL Limettensaft für unseren Drink. Als kleiner Tipp für zu Hause, die Jungs aus der Bar kennen das natürlich, verwendet weitestgehend möglich immer frische Limetten. Die hat ein bisschen eine spitzere Säure, die hat ein bisschen mehr Ätherik, das heißt ein bisschen mehr Öle, die riecht besser, schmeckt besser und ihr kriegt einfach einen schöneren und einen frischeren Drink. Davon brauchen wir 3 CL. Und dann brauchen wir für den Cocktail natürlich noch eine Süßungsquelle. Und das ist in dem Fall, wie heißt es nochmal? Orgeat. Orgeat. Genau, ein Mandelsirup, der mit Orangenblüte verfeinert wird. Das hast du vorhin gesagt, genau. Hiervon brauchen wir 2 CL. Das heißt, auch mit dieser Zutat lagt ihr beide goldrichtig. Bis jetzt volle Punktzahl. Wir füllen unseren Shaker mit ordentlich Eis. Nehmen uns ein DOF oder auch Tumblerglas. Füllen das auch bis oben hin mit Eis. Und dann wird der ganze Cocktail kräftig geshakt. Weil ich mittlerweile so viel mit den Jungs durch den Dschungel gewandert bin und ehrlich gesagt ein bisschen müde bin, habe ich doch hier 2 vom Fach. Dann shake doch mal den Cocktail durch. Als hättest du es schon mal gemacht. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Den Cocktail geben wir durch ein Sieb. Da könnt ihr auch zum Beispiel einfach ein Messer von den Shaker halten. Geben wir auf frisches Eis. Und dann fehlt ja noch eine Zutat. Und da habt ihr beiden gesagt Minze. Und da kann ich auch schon mal so viel verraten, das ist vollkommen richtig. Minze ist nämlich in dem Fall die Garnitur unseres Drinks. Ihr habt es ja sogar allein durch Ertasten herausgefunden. Wir brauchen also eine schöne Minzspitze, eine schöne Handvoll Minze. Schlagen uns die leicht auf der Hand auf, so lösen wir ätherische Öle. Der Drink riecht einfach noch mal ein bisschen besser. Und das ist einer unserer Lieblingsdrinks in der Welt von Chocolandia, der Spice Thai. Jungs, ich kann euch nur gratulieren. Ihr habt in dieser Challenge wirklich jeder die volle Punktzahl bekommen. Das heißt, der Anteil am Schatz, den wir hoffentlich später finden, fällt für euch natürlich größer aus. Ich reiche mal zu euch rüber und sag auf Philippinisch Tagay oder auch Prost. Folgt mir doch einfach gleich mal zur nächsten Challenge in den Dschungel. Bis gleich, Jungs. Seit 300.000 Jahren streben die Menschen nach Harmonie, Unabhängigkeit und dem Willen, die Zeit anzuhalten. Wenn auch nur für eine Sekunde, im Grunde Gedanken schweifen lassen und verstummen im Munde. Der Mensch sucht nach einem Ort, an dem die Zeit unwichtig wird, weil sie vorwärts wie rückwärts geht und man wie im Traum zweimal blinzeln muss, um sich sicher zu sein. Wie kann eigentlich etwas so schön sein? Wir Menschen sind im Alltag oft hin und her gerissen. Von Dingen und Sachen, die wirken verbissen, das Leben aber schleifen mit elementarem Wissen und doch nichts und niemand dich schützt vor dem Ungewissen. In diesem Moment sind wir auf der Suche nach belebten Kulissen, nach einem Ausblick, einem Ort, welcher zeitloser Natur ist und in dem Letztere die dominierende Lebenskraft sei. Ein Ort, an dem wir mit Masken durch die Nacht tanzen und an Gipfeln von Vulkanen exzentrisch, harmonisch und außergewöhnlich sein dürfen, an dem atemberaubende Natur sich vermischt mit besonderen Persönlichkeiten und ein magischer Moment entsteht. Wunderbares kann dort passieren, an dem wir uns jeglichem Zauber hingeben. Wir müssen nicht träumen und an diesem Ort zu gelangen, gereift durch Lava am Antlitz eines Vulkans, geformt durch die Wellen des Pazifischen Ozeans und geschliffen durch die Winde, Stürme und atemberaubenden Sonnenuntergänge der tropischen Gefilde. Erhebt sich jede Pflanze, jeder Grashalm, stolz und mit voller Lebenskraft aus der Vulkanerde von Chocolandia. Willkommen auf Chocolandia,
Ein Ort, wo die Macht der Natur in Schönheit und Vollkommenheit sich jeden Tag übertrifft. An dem Träume zur Realität werden und Dinge passieren und gedeihen, die so faszinierend sind, dass es uns manchmal schwerfällt, sie zu begreifen. Ja, vielleicht ein Ort, an dem man nicht alles begreifen muss, sondern sich ein Lebensgefühl und die Atmosphäre vermischt und man sich ihr hingibt. Lass uns eintauchen in diese Welt und Atmosphäre, in ein Gefühl, eine Energie, eine unermüdliche Kraft, die ausgeht von Sugarlandia. Genieße den ersten Schritt auf dieser geschichtenerzählenden Insel im Pazifischen Ozean. Hier verschwimmen Tage und Nächte und Zeitlos ist wörtlich zu nehmen. Wir lassen uns von der Zeit nichts nehmen, denn Zeit ist hier unbegrenzt. Jede Sekunde ist wunderbar, jeder Augenblick, an dem dein Auge sich schließt und öffnet und man abermals hier steht und weiß, nein, ich träume nicht. Den Tieren beim Versteckenspielen zusehen, den Wellen beim Formen und Brechen und die Palmen leicht in der Brise Meeresluft schunkeln. Draußen sein war noch nie so schön wie auf Sugarlandia. Jedes Sandkorn, jede Pflanze und jedes Lebewesen dieser Insel ist von besonderer Schönheit. Jedoch liegt die eigentliche Blüte, Schöpfung und Energie der Insel in einem einzigen Nanometer. Nirgendwo anders auf der Welt ist der gewonnene Zucker der Plantagen am Fuße des Vulkanes so geschmackvoll und so perfekt wie auf dieser Insel. Aus diesem Nanometer werden Explosionen an Geschmack, Geruch und Genuss kreiert. Im Norden, Osten, Süden und Westen von Wasser umgeben, im Herzen eines Vulkanes gelegen und in der Seele braucht man kein Wesen überreden, deinen Zucker zu kosten, um Emotionen und Gefühle zu bewegen. Gesucht und gefunden, geliebt und gefeiert. Ich hoffe, deine nächste Reise an einer Bar handelt von Sugarlandia. Und wenn du dann dein Glas betrachtest, wo sich Don Papa rum im Sonnenlicht spiegelt, dann fühlst du es. Dann fühlst du die Energie und Atmosphäre von dieser Insel. Herzlich willkommen auf Sugarlandia. Abenteurer, nach all den Strapazen und nach all den Prüfungen, die wir in diesem Dschungel von Sugarlandia erlebt haben, sind wir nun endlich an unserem Ziel angekommen, der großen Schatzkammer von Sugarlandia. Ich habe es wirklich viele Male versucht, diese Rätsel alleine zu lösen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es nie geschafft. Ich hoffe auf euch beide, dass ihr es schafft, mit mir gemeinsam dieses Rätsel zu lösen und den Schatz von Sugarlandia zu bergen. Ich kann euch nur so viel verraten. Ihr braucht eine Kombination für ein Schloss. Bei euch besteht diese Kombination allerdings nicht aus Zahlen. Den Rest findet ihr aber später heraus. In diesem ganzen Raum in der Schatzkammer sind Hinweise verteilt. Versucht diese Hinweise miteinander zu verbinden und die Ahnen von Sugarlandia, die Bewohner und ich, werden das, was ihr bisher erspielt habt, verdoppeln für eure Bars. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich habe von meinem Vater damals einen kleinen Notizzettel aus Sugarlandia bekommen. Wenn ihr wirklich gar nicht weiter wisst, könnte es sein, dass ich euch beiden helfe. Aber jetzt seid ihr erstmal auf euch alleine gestellt. Wie lange haben wir Zeit dafür? Das geht dich gar nichts an. So, also wir müssen jetzt die Kiste aufkriegen. Das ist ein Zahlenschloss. Tarek, wir müssen ja Das ist ein lesen Schloss, erstmal. wo noch keine Zahlen oder wo man noch nicht weiß, was es ist. Tarek? Ich kann auch nicht lesen. Ich kann auch nicht lesen. Okay, beide können nicht lesen. Ich habe gehört, dass es in Berlin weit verbreitet ist. Aber ihr habt ja hier einen Zettel mit einer Nummer 3. 203 kann ich. Vielleicht fehlt da noch eine Nummer 1 und 2 vielleicht? Andi, würdest du vielleicht einmal zu deiner Rechten gucken? Och. Ist zu viel Text. Ich möchte eine Sache an ganz Bar Deutschland loswerden. Dieser Escape Room wird das Witzigste, was wir je gesehen haben. Ich möchte euch bitten, wenn ihr das Rätsel vorlest, lest es vielleicht laut vor. Und bevor ihr es lest, dreht euch vielleicht auch noch mal im Raum um. Hier könnten ja einige Sachen sein, die auffällig aussehen. Ja. Ja. Ein Typ mit komischen Hemd? Moi. Iron Fist. Die nehmen echt die Affenhand. Also die stehen vor einem riesigen Plakat und nehmen echt die Affenhand. Hier gehen Grüße raus an alle Berliner. Die beiden Jungs nehmen echt die Affenhand. Ich dachte, die zeigt irgendwie die 4 an oder so.
Was muss man denn? Wir treten das einfach auf, das Ding. Was müsst ihr da eingeben in das Schloss? Kann man gar nichts eingeben. Nicht? So, okay. Richtungen? Richtungen. Ihr müsst Richtungen in das Schloss eingeben. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Also Tarek hat ja jetzt schon was. Nord, Süd, Süd, Ost, Ost. Tarek hat ja jetzt schon was gedrückt. Wenn ihr das Schloss zurücksetzen wollt, Ja. wenn die Kombination falsch war, doppelt auf den Schließer klicken. Hör auf. Ihr habt ja da immer noch 3 Texte liegen. Vielleicht lest ihr diese Texte einfach mal. Ah ja, Falsche Leute. Text 1. Komm, mach du die Tarek, erste Zeile, ich bitte mach dich, die lies zweite doch mal den Zeile, ersten Bruder. Text vor. Hier habt ihr übrigens einen Zettel und ihr könnt euch Ich habe schon Notizen zu machen. viel getrunken. Lass dich mal reden. Endlich wagte ich es, die helle, flimmernde Oberfläche zu durchschreiten, die auf der Tempelaußenmauer zu sehen war. Die blauen Wellen umfingen mich. Ganz kurz, stopp. Ich habe gerade wirklich eine Eingebung. Wie wär's denn, wenn einer aus dem Team an diese Karte geht und das, was du vorliest, Okay, lies nochmal vor. nachgeht? Endlich wagte ich es, die hell flimmernde Oberfläche zu durchstreiten, die auf der Tempelaußenmauer zu sehen war. Was, hellblau, was? Die hell flimmernde Oberfläche. Oh, das geht, glaube ich, die blauen Wellen umfingen mich. Das Licht Blauen zog mich Wellen. voran. Was? Blaue Wellen. Hier ist eine blaue Welle. Genau, es sind mehrere blaue Wellen. Warum? Das ist rot, Alter. Ich gebe noch mal kurz als Tipp. Das ist grün. Das hat, Ist das grün? Okay. Blaue Welle. Blaue Welle, ja? also mein Vater hat mir etwas aufgeschrieben. Ich möchte nicht wissen, was er da erzählt hat. Okay. Nee, doch, erzähl mal, was der Vater erzählt hat. In jedem Raum, in dem ihr euch befindet, steht ja etwas an der Wand. Ja. Vielleicht solltet ihr euch das notieren. Darf ich einmal gucken, was im ersten Raum steht? Oh, ein Pfeil nach unten. Vielleicht sollten wir das notieren. Raum 1. Nach unten. Raum 2 nach unten. Was, Bruder? Was Lest den Text. Vielleicht müsst ihr gar nicht in Raum 2, man weiß es ja nicht. Wie soll ich in den nächsten Raum kommen? Ich habe das Rätsel Warte doch kurz. selber nicht gelöst. Deswegen brauche Schnauze ich jetzt. euch doch. Die blauen Wellen umfingen mich. Das Licht zog mich voran, bis ich den Schleier vollends durchbrach. Schließlich stolperte ich aus dem Portal und spürte wieder Boden unter meinen Füßen. Die blauen Wellen verschwanden und mit ihnen auch meine Hoffnung auf Rückkehr in den Dschungel. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, begann ich meinen Weg hinein in den Tempel. Ich verließ den Portalraum und betrat, was ein Empfangsraum zu sein schien. Unten? Soll ich mir das aufschreiben? Achso. Ja, hier ist wieder ein Zeichen an der Wand unten. Ich glaube, langsam habt ihr das Gewürz geschmeckt. Also, Ah, okay. Okay, unten. Portalraum. Mir fiel eine Wandmalerei auf, die ich schon im Portalzimmer erblickt hatte. 2 parallele rote Pfeile. Ich beschloss, diese immer dann zu notieren, wenn ich einen Raum zum ersten Mal betrat. Muss ich irgendwas notieren? Nein, du liest einfach weiter. das Genau. habt ihr ja schon gemacht. Betrat. Alte Folianten stapelten sich in der Ecke. Ganz kurz, Folianten sind Bücher. Ich dachte, er hat mich persönlich beleidigt erst. Hat Alte er Folianten stapelten sich in auch, der Ecke. ja. Und auf einem Tisch fand ich ein aufgeschlagenes Buch, das mein Interesse weckte. Was mein Interesse weckte. Ich entschied mich, es mitzunehmen und stieg mit ihnen ein paar Treppenstufen hinab. Im Flur ging ich an der von Ranken überwuchten Treppe einfach vorbei. Sie war unpassierbar. An der Treppe vorbei. An der Treppe vorbei? An der Treppe vorbei. An der anderen Treppe vorbei. Das war eine andere Treppe, Junge. Also ich habe eine Eingebung gerade. Hier ist ja eine Rankenüberwuchtung. ich muss Da jetzt kommst mal du nicht. Du da gehst kommst du einfach nicht an der also musst vorbei. du vorbei. Genau, du kannst ja nicht hoch, weil du gehst genau. Okay. So. Kai, großes Weil sie Stein, ne? unpassierbar. Ich habe 16 Sterne und einen Romeo-Punkt. Ich arbeite im Der Nachbarraum Velvet. war wohl so etwas wie ein Aufenthaltsraum mit hölzernen Tischen und Stühlen. Auch hier befanden sich Pfeile an der Wand. Links. Oder? Wie in der Schule. Erstmal mich anschreien an der Tafel, ich wollte nicht an die Tafel. So. Bis jetzt seid ihr schon weiter als ich. Ich war so viele Mal in diesem Raum und habe es nie geschafft, so weit zu kommen. Hier. Wo hast du aufgelegt? Also hier. Oh, ihr wechselt die Position. Jetzt wird's Nein. interessant. Jetzt wird's interessant. Ich fand einen Raum mit 4 einzelnen Stühlen, angeordnet um die Mitte des Raumes. Auf dem Boden befand sich Palmenwedel und in der Mitte ein etwa hüfthoher Marmorsockel.
auf dem eine gläserne Kugel in der Größe eines Kopfes lag. Nochmal, also ein Raum mit 4 Stühlen Sicherlich der Paneelen um mit, einen Marmorsockel. Ah, Pfeil nach oben. Schnell verließ ich den Raum und dieser Tür. Was ist das für ein Konzept hier? Schreib einfach oben. So, im nächsten Raum sah ich auf, was ich insgeheim hoffte. sag bitte nochmal, dass er den Raum verlassen muss. Du musst in den nächsten Raum. In dem nächsten Raum, wo warst du denn vorher? Hier. In dem nächsten Raum sah ich, auf was ich insgeheim gehofft hatte. Erst ein Schimmern an der Wand und dann das steinerne Portal mit einem grün wogenen Schleier. Ja. Dann rechts. Ich Oder ignorierte die zahlreichen Tonkrüge und das eiserne Gitter mit den offenen Tür. Welches... aufschreiben. Okay, ganz ruhig nicht schreiben. Hör auf, ihn anzuschreiben. rechts. Ja, okay. So bla bla bla, grüne Welle. So, wie zuvor durchschnitt ich die grüne Welle. Ich stolperte voran, durchbrach den Schleier, doch fand kein Tageslicht. Ich denk mal, so, weiter kalte Gitterstäbe umgaben mich. Hinter den 2 grinsenden Skeletten. Voller Ersetzen über mein Gefängnis wandte ich mich zum Portal, dessen grüne Schleier zum Glück nicht erschlossen waren. Ich musst durchsuchte zurück die wieder durchs Skelette grüne Portal. und sah, dass die beiden Platten mit Zahlen und Buchstaben in ihren knöchigen Händen hielten. Skelette mit Buchstaben in. Ah. Lies es bitte Ich nochmal vor. packte, also Moment, so, ich durchsuchte die Skelette und sah, dass die beiden Platten mit Zahlen und Buchstaben in ihren knöchigen Händen hielten. Achso, nee, dann musst du, glaube ich, links erstmal notieren, ne? Notier doch mal links. Was stehen da für Zahlen denn? Das kann ich nicht so erkennen, Ach so. ehrlich gesagt. Okay, jedenfalls so bla bla bla. Ich durchsuchte die Skelette und sah, dass die beiden Platten mit Zahlen und Buchstaben in ihren knöchigen Händen hielten. Ich packte alle 4 Teile ein und verließ das Gefängnis auf dem gleichen Weg, auf dem ich gekommen war. Also hier. So. Dann ist die nächste Seite. Zurück im Raum, voller Tonkrüge, bemerkte ich die Doppeltür zu meiner Linken. Und ein vertrautes, warmes Flackern. Ich lief die Treppe hinab und betrat eine Halle. Dort entdeckte ich das rote Portal, Ja? flankiert von Feuerschalen und Ranken. Mach mal Was? rechts. Rechts, okay. Lies weiter, mein Freund. In der Mitte des Raumes standen 2 reichliche, verzierte Brunnen, Ja. die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Doch ich musste hier raus. Ich sprang durch den roten Schimmer des Portals, während ich in der Schleier eintauchte. Rotes Portal? Das heißt, ihr seid befreit. Und raus. Hörte ich ein Geräusch, das mich folgt. Was hat er gelebt? Oh, lebt hier noch? Nee, ich werde wohl nie erfahren. Bla bla bla. Und Wenn ich einmal glücklich schauen waren darf, sie was bis- ist denn bei euch rausgekommen? Griechische Buchstaben? Das ist kyrillisch. Sorry. Dann möchte ich das gerne an dich weitergeben, weil ich kann es nicht entziffern. Rechts, links, rechts, oben. Oben, ja. Sag's bitte nochmal. Unten, links, oben, rechts, links, rechts. Probiert es aus. Unten. Links, oben, rechts, links, rechts. Ihr habt es wirklich geschafft, Team Albert Einstein auf jeden Fall. diesen Schatz zu bergen. Mashallah. Und was sollte es anderes sein, als die magische und goldene Flüssigkeit aus Zuckerrohr der Insel Negros Chocalandia. Schnappt euch, was ihr kriegen könnt. Aber eine kurze Frage noch. Wenn ihr mir schon geholfen habt, ich habe euch ja versprochen, dass das, was ihr bis jetzt erspielt habt, einfach verdoppelt wird. Das heißt, für dich, Tarek, gibt es 18 Flaschen und Andi, für dich gibt es 16 Flaschen. Ich weiß, Tarek, Geil. du warst ein bisschen besser als der Andi. Ich würde trotzdem sagen, ich erhöhe bei beiden von euch auf 20 Flaschen Don Papa für Plus eure 4. Bar. Plus das alles, was ihr jetzt tragen Was ich könnt. tragen kann. Kommt doch einfach mit mir zur Bar, klaut, was ihr kriegen könnt So machen wir das. und bis zum nächsten Mal. Wir klauen mit Herz. Mit Punch Boys auf Instagram abchecken. Während unsere Abenteurer, die sich wirklich wohl verdient haben, mittlerweile nach dem Lösen aller Rätsel an der Bar sitzen
und ihren wohlverdienten Siegerdrink genießen, würde ich euch empfehlen, schaut euch doch unseren DJ Richard Judge an. Der spielt nämlich für euch noch ein bisschen Musik. Ich hoffe, ihr genießt auch noch einen Don Papa Drink. Macht euch einen geilen Abend. Wir versuchen wirklich das Beste aus dem Lockdown rauszuholen. Habt viel Spaß und ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder. Ciao, ihr Lieben. Hello everyone, this is Richard Judge. Welcome to Sugarlandia. Treat your sadness with a smile. You can't have what's next till you hang with it for a while. This is house arrest. Come but wear your Sunday best.
This is house arrest. La da di da di da da. I learned how to measure before I knew what was size. I sing you to sleep. Do you like my lullaby? Rather now than let you treat your sadness with a smile. You can have what's next till you hang with it for a while. This is house arrest. Come to wear your Sunday best. This is house arrest. La da di da di da da. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is certain it's more than a crush, 'cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart go, 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 go.
Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. My heart goes. Turn back time.
Will she look like me? It's a miracle. Yeah, she look like me. It's a miracle. Will she look like me? It's a miracle. On that busy Brooklyn street, then we drank that karaoke bar dry, swinging Springsteen melodies. And I left my heart that night. I said goodbye to me, it's a miracle. Now it's cold in London town. Where are you now? I miss a miracle. I miss a miracle. Now it's cold in London town. Where are you now? I miss a miracle. I miss a miracle. I miss a miracle. It's a miracle. So we took that cab to walk away, and we danced out on the beach. Then we crashed just like the breaking waves, and I swore I'd never leave. But even perfect dreams ain't gotta end, and I had my ticket home. Don't know if I'll ever see you again, but there's one thing that I know. I left my heart that night. I said goodbye to me, it's a miracle. Now it's cold in London town. Where are you now? I miss a miracle. I miss a miracle. I miss a miracle. Now it's cold in London town. Where are you now? I miss a miracle. I miss a miracle. Hey. I miss a miracle. Then I left my heart that night. I said goodbye to me, it's a miracle. Now it's cold in London town. Where are you now? I miss a miracle. I miss a miracle. I miss a miracle. I miss a miracle. I miss a miracle.